Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei der nächsten Folge Steelrising. Wir haben uns beim letzten Mal hier durch die weiteren Straßen von Paris gekämpft, an der Kathedrale gekämpft oder Kirche, einen kleinen Boss besiegt und ein bisschen was rausgefunden, dass da Leute in den Katakomben hinter der Kirche gefangen gehalten werden oder sich dorthin gerettet haben. Was von beiden das ist, wissen wir jetzt noch nicht so genau, aber ich glaube, sie haben sich eher in Sicherheit gebracht. Da brauchen wir aber einen Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Da bin ich mal gespannt, ob ich mich daran dann noch erinnern können werde. Das hier sieht gar nicht mal so ohne aus. Jetzt werden hier gleich 3 Gegner entgegengeschmissen. Holy shit. Oh, jetzt haben sie uns, glaube ich, schon gesehen. Irgendwer schießt mich, meine ich, auf uns. Oder? Nee. Das nicht, aber den können wir. Peng. Den haben wir gleich. Jawohl, einer weniger. So, und den Kettenmann, den knüpfen wir uns als letztes vor, denn ihr seht schon warum. Ja. Hilft uns hier nämlich ganz gut. Nein, den muss ich mir als erstes vorknüpfen. Was erzähle ich da für einen Quatsch? Denn der andere wird schon durch seinen Kumpel erledigt. Oder durch ihn erledigt. Deshalb müssen wir ihn natürlich angreifen. Ach, ich erzähle hier wieder einen Quatsch. Und das habe ich davon, dass ich so viel Quatsch erzähle. Ich bin hier überhaupt nicht bei der Sache. Ja, Dankeschön. Das ist zu geil. 1 und 2. Dankeschön. Peng. Peng. Au. Ah, nach hinten aus war ich mal dumm bei denen. Richtig. Und erledigt. Schade, ich hatte gehofft, wir können noch betäuben. Wir uns noch ein bisschen Energie dazu holen können. Hier kommen wir auch wieder zurück. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Gleich mal ein actionreicher Auftakt hier zur Folge. Wir können in die Richtung. Dann müssen wir auch hin. Dann kennt ihr das Spiel. Gehen wir erstmal dorthin, wo wir nicht hin müssen. Das sieht irgendwie aus... Jetzt könnten wir hier vielleicht sogar rein. Oder auch nicht. Aber wir können hier irgendwie hochklettern. Was auch immer das bringen soll. Wahrscheinlich nichts, ne? Ne. Scheint nicht so. Okay, wir können nichts auftreten. Wir können uns nirgendwo hochziehen. Im Gebüsch gibt es auch nichts. Hier unten. Hier unten liegt nichts. Entschuldigung. Entschuldigung. Ein kleiner Hexer. So. Hier machen wir nochmal alles kaputt. Sehr schön. Da gibt es noch ein bisschen... Oh, eine Lehmgranate. Sehr, sehr schön. Die mag ich besonders. Passen schön zu unserem Bild. Alles klar. Hier können wir aufmachen. Da können wir was kaputt treten. Also öffnen wir erstmal alle Wege. Bevor wir hier weitermachen. Oh, hier wartet gar keiner. Ich hätte jetzt gedacht, das ist hier wieder so eine kleine Falle. Das Ding wird natürlich auch direkt mal aufgekickt hier. Und hier können wir auch hoch. Was sagt denn der Kompass? Guck mal, wir müssten sogar irgendwie in die Richtung. Das ist so ein bisschen komisch. Ihr seht das Symbol? Ah doch, ich kann auch klicken, wenn nur das Symbol angezeigt wird. Ah, okay. Habe ich vielleicht ein bisschen was falsch verstanden beim letzten Mal. Modulschlüssel, nett. Nett, nett, nett. Ja, wir müssen weiter in die Richtung. Dann gucken wir jetzt erstmal da unten. Aber ich glaube, das hier unten ist ja einfach wirklich nur jetzt wieder ein Shortcut gewesen, oder? Gucken wir mal. Wo sind wir jetzt hier? Ach, wir sind hier gelandet. Cool, cool, cool. Alles klar. Alles klar. Aus dem Haus hier sind wir eben hergekommen, ja. Musik ist noch ein bisschen am Durchdrehen. Macht aber nichts. So, okay. Cool. Ja, dann müssen wir jetzt ja auch tatsächlich über die Richtung dann weiterkommen. So, gibt's hier irgendwas? Nee. I'm getting closer to les Invalides. Here I should be able to cross the moat easily. Alles klar, ja. Jetzt mal gucken, dort unten können wir dann nämlich auch noch lang laufen und dort können wir lang laufen. Also hier gibt es wieder genug zum Abwarmen. So viel steht schon mal fest. Wir laufen jetzt erstmal hier runter.
Haben wir hier noch irgendwelches Zeug, was wir einsammeln können? Greifhaken, um wieder zurückzukommen. Hier ist tatsächlich nichts. Okay, ich hätte es fast vermutet, weil das so offensichtlich aussah, von dem einen Balkon auf den anderen zu springen. Dass ich dachte, hier verstecken sie dann wieder was. So, da haben wir so einen Frosttypen. Da liegt einfach nur ein kaputter. Bestimmt wieder eine Essenz. Ne, Gusseisen. Oh, auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mal mit. Und hier ist eine Essenz, okay. Das finde ich übrigens auch ganz cool, dass hier da auch überall mal einfach kaputte Maschinen liegen, die nicht mal wir kaputt gemacht haben, sondern, ich meine, wir haben es ja nur oft genug gesehen und gelesen, dass sich die Bevölkerung von Paris eben auch zur Wehr gesetzt hat, sowohl die Zivilisten als auch die Soldaten. Und warum sollten dann wir eben nicht kaputte... Ich hasse diese Typen, ey. Die haben so eine schnelle Angriffsanimation. Wow. Haben wir ja noch fast betäubt? Ja, sehr schön. Und jetzt? Gib mir meine Energie zurück. Zumindest ein Teil davon. Deshalb finde ich es recht passend, dass hier halt auch überall nicht nur tote Menschen liegen, sondern auch mal ein paar kaputte Automaten. Schon cool. Cool wäre halt auch, wenn ich hier gerade mal so wieder in den Nachthimmel gucke. Ich meine, ich habe es ja schon angesprochen, dass die Entwickler sich natürlich so ein bisschen zunutze gemacht haben, dass eben jedes Level seine eigenen Lichtstimmungen hat, Tageszeiten. Da kann man das natürlich grafisch sehr, sehr schön umsetzen. Cool wäre aber auch gewesen, das soll ich jetzt hier rüberspringen? Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Cool wäre aber halt auch gewesen, wenn man gesagt hätte, man passt die Tageszeiten an das Geschehen der Haupthandlung an, dass es dann eben weiter voranschreitet, sodass man für jedes Level eben verschiedene Stufen von Tageszeiten eingeführt hätte. Das wäre halt auch was gewesen. Und da soll ich jetzt rüber, Leute. Ich mit meinen Sprungkünsten. Ach du Scheiße. Hätten sie wenigstens mal einen Greifhaken hinbauen können, oder? Boah, hat geklappt. Das ist Wahnsinn, ey. Es sind Distanzen. Wenn ich sie schon ein paar Mal an anderen Ecken probiert hätte, hätte ich jetzt nie im Leben gesagt, dass wir da drüber kommen. Weil der Dash, wenn wir den machen, der sieht so mickrig aus. Guckt euch das mal an. Das sieht nach nix aus. Aber es ist echt gar nicht so wenig. Kombination mit einem Sprint. Sprung. Gar nicht so verkehrt. So. Und wir führen hier weiter unseren Kampf gegen die Fässer fort. Muss alles zerdeppert werden. Überall könnte sich noch ein bisschen Loot befinden. Und das geht nun mal gar nicht. Loot muss gelootet werden. Okay, hier haben wir dann Punkt für den Greifhaken. Natürlich gucken wir erstmal, was wir unten so haben. Da ist wieder ein Brief oder eine Erinnerung. Erinnerung. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne.
Ja, mit dem Typen ist nicht zu spaßen. Mit dem guten Louis. Okay. Zack. Ab nach oben. Und. Oh. Oh. Oh oh. Ich rieche einen Bossfight. Alles klar. Diesmal rüsten wir uns aber vorher aus, bevor der wieder angeschissen kommt, wenn ich hier gerade im Inventar bin. Also, Frostgranaten. Ah, das ist die verbesserte Frostgranate. Nehmen wir die normalen auch nochmal mit. Lehmgranate. Vielleicht, ich weiß nicht, Isolierungselixier oder... Wir nehmen mal hier die Ausdauerflüssigkeit mit. Okay, Leute. Verbesserte Moskito haben wir auch dabei. Wenn der natürlich mit Frost angeschissen kommt, haben wir ein Problem. In Anführungszeichen, dann sind ein paar Sachen von uns nutzlos. Aber das werden wir gleich sehen. Oh shit. Holy shit. Der Schatzmeister, ja. Schwer zu erkennen. Die Post funktioniert. Was hat denn der jetzt? Der hat Sachen ausgespuckt. Die hat... Wir schätzen uns hier kleine Mini-Gargoyles auf den Hals. Ich glaub's ja wohl nicht. Probieren es mal mit Postgranate. Mit den normalen können es ungefähr klappen. Das heißt, mit diesen Gargoyles ausweichen. Ah, er ist noch nicht eingefroren. Jetzt ist er eingefroren. Wollte ich gar nicht. Jetzt haben wir ihm einen Rutschschuss gemacht. Auch nicht schlecht. Alter, wir machen aber auch richtig krassen Schaden gegen ihn. Guckt euch das mal an. Holy shit. Das ist gut. Weitere Frostgranate. Vielleicht hätte ich mir die lieber mal für die zweite Phase aufheben sollen. Die Dinger mal schön ausweichen hier. Haben wir ihn fast. Noch ein normaler Schuss. Yes, sehr gut. Und... Betäubung können wir auch gut gegen ihn stacken. Ja, jetzt rastet er aus. Das funktioniert echt gut gegen ihn. Oh. Alter Schwede. Er rastet komplett aus. Wir schießen weiter drauf. Yes. Hä? Ja. Du warst eigentlich eingefroren, Freundchen, ne? Jetzt hat uns das Spiel mal komplett beschissen. Das war wirklich kompletter Beschiss gerade. Was macht denn er da? Oh. Kompletter Beschiss. Aber wisst ihr was? Oh nein, jetzt werden wir wieder beschissen. Okay. Lehmgranate drauf. Ah. Er ist ziemlich zustandsimmun leider, weil er ständig in irgendwelchen hängen. In welchen Superattacken. Oh, ich sehe nichts. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben keine Granaten mehr. Gar nichts mehr. Mal gucken, wie weit die Reichweite ist. Wir treffen ihn damit immer noch ganz gut. Mal schön drauf. Eine Alchemiekapsel mehr. Gut ist, wenn er den Scheiß macht. Mal wieder so einen Rutschangriff gemacht. Wollte ich gar nicht, egal. Ich habe ihn eigentlich wieder eingefroren. Das ist ein bisschen... Alter Schwede. Das ist ein Beschiss irgendwie. Vor allem. Ja. Der geht halt da komplett. Oh. Was macht denn jetzt? Holy shit. Der eingefrorene Status läuft halt die ganze Zeit trotzdem noch ab, obwohl er sich nicht dabei bewegen können dürfte.
Das ist echt ein bisschen Beschiss, sonst muss ich gleich mal. Aber das Gute ist, wir machen natürlich auch Schaden mit der Muskete. Wir müssen das jetzt halt richtig abpassen. Dass wir ihn einfrieren, wenn er umsteht. Nicht gerade so eine Attacke wieder auflädt. Jetzt haben wir ihn eigentlich wieder eingefroren. Ihr seht es schon. Ich sehe ihn aber nicht, den Penner. Okay, wisst ihr was? Dann hauen wir jetzt drauf. Täuben ihn jetzt einfach mal. Oder erledigen ihn einfach direkt. Hang. First try. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. Okay. Gut, Quatsch, mein Lieben. Dann gebe ich mal eine kleine Analyse zu dem Bossfight ab. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. Ja, wir machen das mal. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Ach, jetzt springen wir da automatisch mit hin. Okay. Ich wollte mich da eigentlich nur ein bisschen mit umsehen, aber wir hatten ja da auch noch die Nebenaufgaben. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris.
No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the Patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. So, ganz kurz. Möchte ich hier wieder andeuten, ich finde das cool, wie viel Story hier drin ist. Und auch so diese Kleinigkeiten. So wie sie eben halt so ganz verwirrt seine Hand angeschaut hat, als er ihr auf die Schulter gefasst hat. So ein ganz normales Zeichen, zwischenmenschliches Zeichen so von Menschen, so ich vertraue dir und ich mag dich und so weiter und so fort. Und sie konnte halt irgendwie gar nichts damit anfangen. Das finde ich immer sehr, sehr cool, so kleine Details. So, wir ermuntern ihn natürlich weiterzureden. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Ja. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round at Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. Ja, er war ein so aufrichtiger und ehrlicher Minister und er war Minister der Finanzen. Ich bezweifle das ein wenig. Frag mir nochmal nach seiner Frau. Die hat ja nur mal nichts damit zu schaffen, die Arme. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame.
Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides, we were separated in the Église Sainte-Marie on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Okay. Es gibt jetzt auch wesentlich mehr hier mittlerweile an Nebenquests und so, die sich immer mehr auftun. An Abon Grégoire, Gemeindefahrer von Imbono, Montpierre. Unsere Ordensregeln verbieten uns die Beteiligung an säkulären Angelegenheiten. Durch Gebet und nur durch Gebet werden wir die Seelen derer retten, die der Herr in seiner heiligen Barmherzigkeit zu sich ruft. Ich vertraue ihnen die Reliquientruhe unserer Bruderschaft an und bete, dass sie sowie jene, die an ihrer Seite im Speisesaal unseres Konvents Schutz suchen, von den Verwüstungen verschont bleiben, die uns ereilen könnten. Möge Gott sie behüten. Pater Intion, Prior des Ordens der minderen Brüder. Okay. Ein Brief. Aegis, a word, s'il vous plaît. Alter Schwede, jetzt wird hier aber viel gequasselt. Jetzt muss erstmal ich weiter noch quasseln. Aus Aucoin Saint-Domi. So Gott will, wird dieser Brief dich vor dem Zusammentreten der Generalstände erreichen. Wir ermuntern dich, gegen Versailles zu wettern und dich nicht auf landwirtschaftliche Fragen zu beschränken. Wir müssen vorbringen, dass wir keine Deputies haben und dass das, was die weißen Abgeordneten fordern, nicht zum Gesetz für uns werden sollte. Sei streitbar und bekämpfe die Verachtung, die sie uns entgegenbringen. Wir raten dir, auch Monsieur Necker zu sprechen. Seine wohltätigen Werke zeugen von Menschlichkeit und deuten an, dass er ein offenes Ohr für die Unterdrückten haben wird. Okay, vielleicht habe ich ihm eben ein bisschen Unrecht getan mit meinem Kommentar. Quatschen wir nochmal mit ihm hier. Aegis, a word, s'il vous plaît. Ja, okay. Was hast du zu sagen? Monsieur Raymond, Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Okay. what do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land.
Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Das finde ich jetzt gerade übrigens richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob ich es in einer der Folgen schon mal angesprochen habe. Ich habe es auf jeden Fall definitiv schon dran gedacht, dass mir die bislang alle so ein bisschen dafür, dass sie alle aus unterschiedlichen Ecken und so weiter kommen, von der Politik und auch von ihren, na gut, vom Stand her sind sie alle eher ebenbürtig. Aber die waren mir bisher alle zu sehr eins und das fand ich gerade richtig geil, dass sie jetzt halt wirklich so ein bisschen schon gestritten haben. Das finde ich sehr, sehr cool. So, wir müssen noch, nee, nicht mit Lafayette. So, wer sollte eventuell einen Schlüssel haben? Das war Maribot, ne? Du bist es. Monsieur de Mirabeau. Wir haben einen zerknüllten Brief. What does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of Italia. As if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monseigneur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Und es geht weiter mit den ganzen Anschuldigungen hier gegeneinander oder den Feindseligkeiten. Finde ich echt cool. Were you able to speak with Monseigneur de la Fare? No, not yet. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. If he were here, I'm sure he'd have no trouble finding you something you could use to blow the door off that stubborn safe. Sadly, he's still at Luxembourg. Then it is high time you rescued him, madam. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt einfach mal weg. Okay, den Brief schauen wir uns noch an. Le Mami Dupel, Nummer sowieso, was ist das? 23? Unabhängige politische Zeitung. Was nützen Verstand, Scharfsinn, Kühnheit und Beharrlichkeit, wenn sie nicht für das Allgemeinwohl eingesetzt werden? Das Volk
Wird nicht vergessen, dass Monsieur Necker vor einem Jahr eine organisierte Hungersnot in die Wege leitete. Aha. Dadurch, dass er im Sommer 1788 eine drohende Knappheit ankündigte, schürte er mutwillig die hohen Brotpreise. Dann nutzte er diese Inflation als Vorwand, um ein öffentliches Monopol einzuführen und die Bäcker ihrer Freiheit zu berauben, sich nach eigenem Ermessen Vorräte zu beschaffen. Auf diese Weise, liebe Leser, riss unser Philanthrop das gesamte Korn des Königreichs an sich, um seinen Komplizen Spekulationsgewinne zu ermöglichen. Seine Freunde, die Minister, Edelleute, Richter und andere kluge Gauner waren im Komplott beteiligt. Gemeinsam machten diese Räuber aus dem Unglück des Königreichs ein profitables Geschäft, unterstützt von allen Dienern und Huren des Hofes. Meine Feder ist frei, Bürger, und sie wird Monsieur Necker schonungslos verfolgen, solange er im Steuerrat des Staatsgeschäfte bleibt. Sie wird seine Verbrechen aufdecken, bis der Hungersspekulant dem gerechten Volkszorn nicht mehr entgehen kann und sein Heil in der Flucht sucht. Okay. Und schon rückt er wieder in ein anderes Licht. Jetzt müssen wir noch mit Monsieur Bailey reden. Monsieur Bailly. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Es ist generell krass, wie viele Dialoge jetzt hier drin sind und auch so Hintergrundsachen, wie jetzt der Mirabell gerade eben auch über seinen Vater abgelästert hat und so. Ich meine, das hätte man alles viel kompakter machen können. Ich finde es cool, weil es denen viel mehr Tiefe gibt, dem Ganzen hier. I found a document written in a script that I was unable to read. Ah, Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. okay, jetzt fragen wir nur nach dem Tresor. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Okay. Okay. Scheiße, wen hat er jetzt gesagt? Wen sollen wir wegen dem Schloss ansprechen? Ah, guck mal, ich bin nicht der Einzige, der sich darüber wundert. Er hat sich auch gerade noch einen Schritt zur Seite teleportiert. Interessant. Wem sollten wir jetzt sprechen? Lafayette? Necker? Nee. Den Namen hätte ich mir merken können. Wem sollten wir eben wegen dem Schloss reden? Wer bist du hier noch? Na, wir sprechen jetzt einfach nochmal mit ihm auch. Was war nicht? Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Ja, okay, der war das. Haben wir das hier alles schon gefragt? Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mention share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I am now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion.
without needing a key to wind them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. If only Monsieur Lavoisier were with us, he would surely be able to solve this conundrum. Okay, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Denn, Leute... Ja, ich gehe hier nicht raus. Verarscht. Wir haben schon ordentlich Überzeit bei dieser Folge. Überlänge ist der richtige Begriff. Von daher machen wir jetzt hier erstmal einen Break. Wir quatschen mit den ganzen anderen Leuten noch ein bisschen weiter. Eine Sache will ich aber kurz noch loswerden, von wegen diesen unermüdlichen Sklaven oder schlaflosen Sklaven. Ich denke mal, die reden da eigentlich von Automaten. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Droge sein wird, aber das werden wir ja demnächst rausfinden. Und den Bosskampf wollte ich ja noch kurz ein bisschen kommentieren. Den fand ich jetzt erstaunlich einfach tatsächlich. Der Typ sah so gefährlich aus, aber er war so leicht zu dodgen. Gerade die zweite Phase, die war gefühlt einfacher als die erste. Von daher, ja gut, wir haben jetzt ziemlich was an Munition verballert. Ich glaube, wir hatten über 100 Kugeln am Anfang, jetzt haben wir nur noch 76. Aber es hat sich auch gelohnt. Wofür haben wir den Scheiß denn sonst? Und wir haben jetzt eine ganze Menge neue Aufgaben bekommen, Haupt- und Nebenquests. Und den ganzen Kram gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, Leute. Ciao.